Ja, lieber Peter, du als Wanderreitprofi und Fernreitprofi, mich nimmt Wunder, oder wahrscheinlich die meisten Leute, wenn sie das erste Mal auf einen Wanderritt gehen. 2, 3 Tage. Was empfiehlst du ihnen, wie sie das angehen? Also der Anfang wäre sicher mal, dass Sie sich irgendwo einer Gruppe von Wanderreitern zuerst mal einfach anschließen, Mhm. um herauszufinden, ob Ihre Ausrüstung überhaupt dafür taugt und wie es grundsätzlich funktioniert und so weiter. Einfach um ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Das kann mit einem offiziell geführten Ritt sein oder mit einem Leihpferd irgendwo oder mit irgendwelchen Freunden. Einfach, dass man es mal gemacht hat. Und dann wäre der nächste Schritt einfach, dass man von zu Hause aus zu einer Freundin, zu einem Freund reitet und dort übernachtet und wieder zurückreitet. Weil letztendlich dein Pferd muss sich daran gewöhnen, du musst herausfinden, wie die Dinge funktionieren und was die Ansprüche sind. Und dann lässt es sich von dort aus weiterentwickeln, indem du kannst auch einen Kurs besuchen. Ja, es gibt Akademien in der Schweiz, es gibt welche in Deutschland, Österreich, wo du Wanderreiten lernen kannst. Aber ich habe auch keinen Kurs besucht. Ich bin auch einfach losgezogen und habe Learning by Doing praktiziert. Mhm. Mhm. Also wie im Pferdetraining vom Kleinen zum Großen, vom Einfachen zum Schwierigen, einfach mal starten, aus der Komfortzone rauskommen. Ganz genau, ganz Und genau. du empfiehlst tatsächlich wirklich den Anfang mit macht ja auch Sinn, mit einem Profi, der das kennt, ähm, dass man ein bisschen Erfahrungen sammeln kann von diesem Profi und dann mal selber starten Ganz kann. genau, ganz genau. Eine Nacht bei einem Freund, eine zweite Nacht irgendwo Genau. vielleicht. Weil viele kleine Dinge, die du, wenn du so 2 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden mal reiten gehst, gar nicht feststellst, gar nicht zu einem Problem führen, Mhm. führen dann zu einem Mhm. Problem auf einem zweitägigen, dreitägigen Ritt. Der Profi sieht diese Sachen und kann dir da gleich helfen, wenn du ihn fragst. Ja? Sattel, Pads, die nicht ausgeschnitten sind, wo der Gurt nachher drücken wird nach einem halben Tag. Oder das Gepäck, das nicht ordentlich verschnallt ist auf deinem Pferd und dann galoppiert dein Pferd und dein Gepäck bleibt irgendwo hängen. Das sind Dinge, die kann der Profi gleich erkennen, wenn er dich und dein Pferd sieht. Und sonst sind es halt Sachen, wo du dein Gepäck suchen gehst und so lernst, wie es funktioniert. Genau, also wenn du länger unterwegs bist, dann erkennst du Scheuerstellen und Sachen, die nicht funktionieren eben, genau. Ganz genau, Ja. ganz genau. Und du wirst auch feststellen, dass du viel zu viel eingepackt hast. Mhm. Weil alle haben das Gefühl, sie kommen nicht aus ohne irgendetwas Bestimmtes. Und die Erfahrung zeigt einfach, je länger dass du unterwegs bist, desto weniger brauchst du. Ja, das stimmt. Das ist so, das kenne ich. Genau. Wenn wir jetzt auf das Pferd eingehen, was ist denn eigentlich das richtige Wanderreitpferd? Bleiben wir jetzt mal bei ein paar Tagen unterwegs. Es gibt ja den Unterschied zwischen Fernritte, wo du ja wirklich lange unterwegs bist, und die Wanderritte, die ein paar Tage oder vielleicht ein, 2 Wochen gehen. Genau, also wir können vielleicht sogar noch mal kurz definieren, was denn überhaupt ein Wanderritt ist und so weiter. So, wir haben die Tagesritte, wo du eine Station hast und das kann auch ein Sternritt sein, wo du jeden Tag irgendwo hinreitest und wieder zurückkommst. Ähm, Das ist noch kein wirklicher Wanderritt, auch wenn du da 5 Tage unterwegs bist. Ein Wanderritt heißt für mich, du übernachtest irgendwo in einem fremden Gebiet und übernachtest vielleicht mit Anmeldung oder ohne Anmeldung, aber du übernachtest irgendwo in einem fremden Stall oder auf einem fremden Stall und reitest am nächsten Tag weiter oder zurück. Also 2 Tage mit einer Übernachtung, das wäre so das Minimum, was man als Wanderritt bezeichnen kann. Und dann gibt es die Fernritte, wo du halt 1000 Kilometer am Stück reitest, 1 oder 2 oder 3 Monate unterwegs bist, wo du unter Umständen auch Übernachtungen planen kannst oder ad hoc vorneweg immer planst. Oder wo du völlig autonom unterwegs bist, wo du gar nichts geplant hast, außer vielleicht irgendeiner Station in der Mitte, Mhm. wo du Ersatzzeugs hinschickst. Ja? Aber grundsätzlich jeden Abend immer suchen gehst, wo du Mhm. übernachten wirst. Ja. Und diese 3 Variationen, sage ich mal, sind so der grobe Umriss von einem Wanderritt. Was für ein Pferd? Grundsätzlich kannst du mit jedem Pferd auf einen Wanderritt gehen, da gibt es keinen Grund, warum nicht. Es gibt natürlich Pferde, die sind eher geeignet
für längere Touren als andere. Das gleiche ein Kugelstoßer, der an einem Marathon teilnimmt, kann funktionieren, muss nicht funktionieren, kann man machen. Pferde sind einfach unterschiedlich von der Art und Weise, wofür sie eingesetzt wurden, und dann sollte man halt für einen Wanderritt etwas sich aussuchen, was am ehesten dieser Disziplin entspricht. Also sprich, ein Hirtenpferd oder ein Distanzpferd ist sicher besser geeignet dafür als ein Rückepferd. Wobei man aber keine Bäume durch den Wald ziehen kann, während das Rückepferd halt wahrscheinlich Mühe hat, auf 1000 Kilometern im Hochgebirge unterwegs zu sein. Nehmen wir jetzt aber mal an, ich habe ein Springpferd, ein ganz großes Pferd, das man ja für Wanderritte verwendet man vielleicht eher kleinere Pferde, aber sagen wir mal, ich habe jetzt ein Dressurpferd, ich bin eigentlich sonst im Viereck unterwegs und will mal das Wanderreiten entdecken für mich. Wie viel Kilometer pro Tag empfiehlst du zu planen? Ja, die Antwort darauf könnte man ganz simpel gestalten, einfach sagen, ja, also 20, 25 Kilometer. Aber dort liegt das Problem gar nicht. Das Problem ist ja ein ganz anderes. Dein Pferd, das vielleicht immer nur in bestimmten begrenzten Gebieten unterwegs war, wird ein mentales Problem haben, wenn du es jetzt rausnimmst und mit ihm plötzlich im Gelände unterwegs bist, was er nicht kennt, und er muss fremdes Wasser saufen und Gras fressen, das er nicht kennt, und dort wirst du plötzlich ein Problem bekommen. So, der erste Schritt wäre jetzt mal einfach dein Springpferd, dein Warmblut zu nehmen und mit dem einfach mal Ausritte zu machen im Gelände, damit er mal durch den Bach durchgeht, damit er überhaupt mal über eine Brücke geht und so weiter, damit er an der Straße auch anhält und nicht flippt, wenn der Traktor entgegenkommt. So, diese Dinge sind Voraussetzungen, dass du auf einen Wanderritt gehen kannst. Und dann, wenn dein Pferd 160 oder größer ist, dann musst du halt schauen, dass du unter den Bäumen durchkommst. Ja? Dann musst du halt immer schön in der Mitte vom Feldweg bleiben, damit die Äste dich nicht runterhauen. Optimalerweise sollte bei 160 cm der Widerrist aufhören. So irgendwas zwischen 145, 155, 160 ist sicherlich optimaler geeignet als kleine Pferde. Wobei zum Beispiel in der Mongolei oder in Argentinien, wenn du dort ein 140 plus hast, dann hast du schon ein richtig großes Pferd. Und du kriegst dann halt heiße Luft, wenn du dein Pferd treiben willst. Und dann musst du dich halt darauf einstellen. Aber grundsätzlich ist 145 besser als 175. Und darum, mit deinem Pferd kannst du auf so Wanderritte gehen. Und die Größe ist ein Faktor, aber der Kopf und die Psyche vom Pferd ist viel der wichtigere Faktor. Auch da vom Kleinen zum Großen wieder klein anfangen, einen Tag unterwegs sein. Also ich war ja auch viel oder bin ja viel mit meinen Pferden unterwegs. Das weißt du, wir gehen ja dieses Jahr nach Wyoming einen Monat. Genau. Und ich habe auch einfach mal angefangen und würde natürlich den Leuten auch raten, auf jeden Fall zuerst viel zu üben mit dem Pferd, dass das Pferd verschiedene Untergründe kennt, dass man es super gut führen kann, dass man Leader ist, dass eine Beziehung da ist, dass man dann auch Extreme Trail Kurse besucht. Die helfen ja enorm, solche Situationen dann auch einzuschätzen, zu meistern. Ganz genau. Und dann einfach mal einen Tag unterwegs sein, dann 2, dann 3, dann 4 mit einem Führer und so steigern. Das Wanderreiten führt ja zu einer unglaublich intensiven Beziehung zwischen dir und deinem Pferd. Aber diese Beziehung kann natürlich nicht auf dem Wanderritt anfangen, weil es einfach Situationen gibt, die unbeherrschbar sind, sobald du deinen Stall, dein gewohntes Gelände verlässt. Und da musst du schon eine Beziehung zu deinem Pferd haben, die auf Vertrauen basiert und wo dein Pferd letztendlich auch dann dir vertraut und das tut, was du willst. Und das ist eines der Themen, das wir angehen müssen, bevor wir auf einen Wanderritt gehen. Dass wir wirklich eine Beziehung haben zu diesem Pferd, wo ich gelernt habe, dass ich meinem Pferd vertrauen kann. Und die Basis dafür ist, dass mein Pferd mir vertrauen muss. Und eines der Probleme, das wir dabei haben, ist, dass wir als Menschen uns erwarten, dass die Pferde sich auf unsere Ebene begeben. Aber das können die gar nicht. So ist es unser Job, uns auf die Ebene der Pferde zu begeben. Und Pferde sind eigentlich sehr eingleisige Tiere. Also die haben nicht 100 Ideen pro Sekunde wie wir Menschen,
So, wir müssen lernen, dass wir eine Aufgabe nehmen und diese Aufgabe konsequent durchziehen, um dann erst zur nächsten Aufgabe zu gelangen. Weil Pferde so lernen, dass ich wirklich meine, was ich sage, dass ich bin ernst zu nehmen. Ja? Und das Zweite ist, dass sie Bist auch anfangen zu vorhersehbar. vertrauen. Pardon? Du bist auch vorhersehbar. Ja, So, genau. so, Und ich ja. bin vertrauenswürdig, weil ich an der Sache dranbleibe. Ja? Wenn ich permanent hin und her hüpfe, habe ich ein Problem, dass das Pferd einfach irgendwann sagt, ja, aber der Kasper weiß ja gar nicht, was er will. Ja, da kann man auf jeden Fall sehr viel schöne Arbeit machen, schon nur zu Hause für die Beziehung zu stärken, auf dem Viereck, bevor man in die große, weite Welt geht. Ganz genau. Ein Pferd muss stillstehen können. Ja? Viel. Ein Pferd, das darf nicht rumhampeln die ganze Zeit. Ja? Weil du willst Karte lesen und das Pferd macht die ganze Zeit so. Es funktioniert halt nicht. Ja? So, dein Pferd muss einfach stillstehen. Dein Pferd muss auch nicht immer grasen. Der kann auch mal stehen, ohne zu grasen. Ja? Und so weiter. So, das sind Dinge, die kann ich arbeiten, bevor ich losziehe auf meinen ersten Ritt. Was mich ja immer wundernimmt, respektive, wir lieben ja alle unsere Pferde und wollen, dass es ihnen gut geht, auch auf dem Wanderritt. Und dann machen wir uns schnell mal Sorgen, was kriegt es denn zu essen? Wie organisieren wir das? Wie machen wir das, sagen wir jetzt mal, in Stationen? Weiß ich ja, es hat dort Heu. Aber das gibt es ja vielleicht erst am Abend und ich bin den ganzen Tag unterwegs. Wie machst du das? Nehmen wir jetzt mal an, wir übernachten irgendwo, wo es Heu hat. Aber wie machst du das durch den Tag? Wie Es ist fütterst an du und für deine sich Pferde? ganz einfach. Also die Pferde sind Dauerfresser, so denen ihr Magen ist ausgelegt darauf, dass immer was im Magen ist. Nach 4 Stunden ist der Darm leer, also muss ich einfach schauen, dass wenn ich unterwegs bin, dass das Pferd alle 2 Stunden, Maximum alle 4 Stunden, was zu fressen bekommt. Und das ist eigentlich die Routine, wie wir sie aufgebaut haben. Du weißt ja nicht, wo es gerade Gras hat. Und wenn dein Pferd in einem Offenstall steht und schon von Anfang an immer auch im Winter am Gras hat rumzupfen dürfen, dann ist es auch kein Problem, wenn du dann irgendwo an Ostern auf eine Weide kommst, wo richtig Gras steht und du lässt dein Pferd dort mal 10 Minuten grasen. Und das ist eigentlich, wie du es machst. Also du bist einfach unterwegs und wenn du dann siehst, okay, die 2 Stunden sind jetzt so langsam um, dann schaust du, wo hat es irgendwo einen Flecken Gras, wo die Pferde mal 10 Minuten, 20 Minuten grasen können. Und dann reitest du weiter und 2 Stunden später das gleiche Spiel. Ich mache dafür keine lange Mittagspause, aber das können andere Leute anders handeln, das ist kein Problem. Wichtig ist einfach, dass dein Pferd immer was im Magen hat und nie mit leerem Magen unterwegs sein muss. Und wenn wir ankommen, dann schauen wir, dass wir zuerst mal den Pferden Wasser geben, wenn sie lange kein Wasser hatten. Aber das ist auch so ein Thema, Pferde können 10 Stunden ohne Wasser sein, die sterben daran nicht. Die haben vielleicht Durst. Aber habe ich auch, wenn ich unterwegs bin und da ist auch nicht immer gleich ein Bier vorhanden. So, ich muss auch leben damit, dass ich Durst habe. Aha, gleich ein Bier. Und insoweit ist es kein Thema. Also das Thema Wasser, natürlich, wenn ich irgendwo einen Brunnen finde, dann tränke ich mein Pferd und so weiter. Aber wenn ich mal kein Wasser gefunden habe für 4 Stunden, dann bricht mein Pferd nicht unter mir zusammen. Wichtig ist, dass es am Abend zuerst Wasser bekommt, damit es saufen kann, dass es Heu bekommt, Gras bekommt, was immer du hast. Und erst wenn der Magen quasi voll ist, du mit irgendwelchem Kraftfutter oder sowas anfängst. Weil das Kraftfutter sollte eigentlich nur dazu dienen, dass du die Zeit, die das Pferd braucht, um die Energie, die es verbrannt hat, tagsüber wieder reinzubekommen, dass diese Zeit so stark gekürzt wird, dass es auch noch ruhen kann. Jetzt, Pferde haben kein Problem damit, 25 Kilometer zu machen. Und Arbeit beginnt, sage ich mal, bei einem gut trainierten Pferd bei 40 Kilometern. Vorher brauchst du nicht an Kraftfutter denken. Aber wenn du halt so ein Pferd hast, das schon immer ohne Kraftfutter gar nicht überleben kann, weil du es so angewöhnt hast, dann wirst du ihm halt auch heute Kraftfutter geben, damit er nicht aus der Routine rauskommt. Also zuerst Heu, wie wir das auch kennen, weil das halt gesünder ist, dass die zuerst Heu im Magen haben, dann das Kraftfutter. Jetzt, wenn du deinen Pferden Kraftfutter gibst, was gibst du? Nimmst du das mit oder schaust du, dass es auf den Wanderreitstationen vorhanden ist? Also
wenn ich für 2, 3 Tage unterwegs bin und ich habe Platz auf dem Pferd, dann nehme ich es mit. Wenn ich auf lange Touren unterwegs bin, in Frankreich, Spanien, wo ich weiß, dass Kraftfutter ganz dünn gesät ist, dann schaue ich, dass wir Kraftfutter als Reserve, als Notnagel dabei haben. Aber die kriegen das Kraftfutter nicht, wenn sie genügend Heu und Gras haben. Aber es gibt dann Situationen, wo ich kein Gras und kein Heu habe. Und da muss ich denen irgendwas zu fressen geben und dann bekommen sie Kraftfutter. Aber ansonsten ist es viel wichtiger, dass das Pferd, bevor wir losreiten, 2 Wochen davor, mit allem möglichen Zeugs unterschiedlicher Art gefüttert wird, damit die Bakterien überhaupt vorhanden sind, um das Kraftfutter, was er dann vor Ort bekommt, aufschließen zu können. Also meine Pferde kriegen dann Mais gefüttert, Polenta, die kriegen Hafer, die kriegen Gerste, die kriegen Kuhfutter, die kriegen einfach alles, was ich ran schaffen kann, wenn ich unterwegs bin. Und das Gleiche füttere ich die 14 Tage davor auch schon mal, damit die Bakterien überhaupt haben, das Zeugs aufzuschließen, wenn wir unterwegs sind. Ah, das wusste ich nicht. Also das habe ich noch nie gemacht. Einfach, dass sie sich daran gewöhnen, Genau. die verschiedenen Arten von Kraftfutter zu bekommen, dass du dann auch das jeweilige von der Station nehmen kannst. Ganz genau. Oder vom Bauern, was immer ich gerade finde. Ich meine, wir haben schon Karnickelfutter den Pferden gegeben und Gänsefutter und Milchlaktatfutter und so weiter. Solange es irgendwann mal grün war und gewachsen ist, kannst du es den Pferden füttern. Und wenn die genügend Leistung bringen, wenn die unterwegs sind und nicht einfach rumstehen, dann verbrennen die das auch. Ja. Und dann hast du auch keine Gefahr von einer Kolik. Ja. Hattest du schon mal Probleme? Ich hatte schon mal eine Kolik, also 2-mal. Einmal, wo ich meinem Pferd nur gepopptes Mais gegeben habe. Das war das Einzige, was es gab, ein Beutel gepopptes Mais. Und ich weiß nicht, was das Problem war. Auf jeden Fall hatte er am nächsten Tag Kreislaufprobleme. Ja, der hat geschwitzt wie ein Weltmeister und das hat er normalerweise nicht. Aber das war... Also Popcorn war das Popcorn? Ja, also Popcornplätzchen, so gewalktes Mais, das gepoppt war. Ja. Flocken. Ja. Und deswegen, also wenn jetzt Flocken in der Mischung drin sind, stört mich das nicht. Aber reines Popcorn hat er nicht mehr bekommen ab dem Zeitpunkt. Und das zweite war eine Kolik, die wir hatten in den Alpen, weil die Pferde Herbstzeitlosen gefressen haben, die noch nicht erblüht waren. Okay. Also die waren zwar da und das Gift war schon da, aber die Pferde haben es nicht erkannt, weil sie noch nicht erblüht waren. Und wir wussten nicht, was die Kolik war. Das eine Tag das eine Pferd, am nächsten Tag das nächste Pferd. Und wir haben uns gewundert, was ist los. Und dann am Abend vom 3. Tag haben wir dann die Herbstzeitlosen gesehen, die das erste Mal aufgegangen sind. Und dann war uns klar, was das Problem war. Aber sonst noch nie ein Thema gewesen. Ja. Und es hat damit zu tun, dass die Pferde Leistung erbringen. Ja. Und Leistung eben, wie gesagt, ist nicht bei 15 Kilometern, sondern Leistung ist irgendwo, je nachdem welches Gelände, das du unterwegs bist, ab 30 Kilometer aufwärts. Ja. Und meine Pferde müssen 60 Kilometer am Tag machen können, ohne Probleme, weil ich im Berg 40 Kilometer gehe. Und wenn ich ein Problem habe, muss ich auch mal 60 Kilometer gehen können. Und ich kann mein Pferd nicht tragen. Der muss sich selber tragen. Also muss er fit sein für die 60 Kilometer, die ich im Notfall abrufen können muss. Sonst habe ich ein Problem. Ja. Und vielleicht, das ist ja ein Riesenthema, das wir dann auch in Wyoming beleuchten werden, die ganze Ausrüstung und alles. Aber nur vielleicht ganz kurz. Sagen wir mal, ich bin Dressurreiter, habe einen Dressursattel. Oder ich bin Westernreiter, habe einen Westernsattel. Von mir aus gesehen spielt es ja absolut keine Rolle, was für ein Sattel, was für ein Gurt. Wenn man so ein paar Tage unterwegs ist oder eine Woche oder 2 oder vielleicht sogar 3. Man merkt ja beim Herantasten ans Wanderreiten, ob es funktioniert oder nicht, ob es Scheuerstellen gibt oder nicht. Was dann ja aber ein ganz anderes Thema ist, wenn man dann eben so einen Fernritt macht von 1200, 3000 Kilometer. Auch das Beschlagen spielt ja, solange es hält und keine Scheuerstellen gibt, ja nicht so eine große Rolle. Ich war ja auch mehrere Tage unterwegs mit Hufschuhen, weil ich wusste, dass die Hufschuhe funktionieren. Auch bei langen Ritten. Ich war mit Tuplos unterwegs. Weiß auch, dass wenn die Pferde beschlagen sind, spielt es ja auch keine Rolle, solange der Beschlag nicht abfällt. Aber jetzt, wenn du so einen Long Rit machst oder
länger unterwegs bist, kannst du was empfehlen, wo du sagst, sagen wir mal Hufschutz. Was ist dein Lieblingshufschutz? Eindeutig Duplo. Ja. Und den habe ich jetzt, seit es den Duplo gibt, auf meinen Pferden. Und ich würde nie wieder was anderes nehmen. Ein Punkt vielleicht, oder 2 Punkte, ein Punkt. Wenn möglich, bestellst du den Duplo 3 Monate bevor du ihn aufnagelst, weil dann ist er ausgehärtet und dann scheuert er nicht so schnell durch. Also ich habe schon Situationen gehabt, dass Leute mit neuen Duplos gekommen sind und die waren nach 14 Tagen durch. Weil die direkt ab der Fabrik noch mit Weichmacher versehen, aufgenagelt wurden und dann funktioniert es halt nicht. So, wenn die ein bisschen gelagert sind, dann halten die auf jeden Fall, ich sage mal auch bei einem schweren Pferd 600 Kilometer. Meine Araber laufen bis 750 Kilometer mit einem Satz, mit einem Beschlag. So Duplo hat den Vorteil, dass du weniger arthroseanfällig wirst über die lange Zeit. Ich meine, ich habe mit einem Pferd 40.000 Kilometer gemacht und der hatte Arthrose nach 40.000 Kilometern, aber die Arthrose hält sich in Grenzen und du müsstest viel früher aufhören, wenn du mit Eisen unterwegs gewesen wärst. Weil es einfach härter ist. Ja, also du hast von einem schwedischen Ausbildungszentrum, Hufschmiedeausbildungszentrum gibt es Videos, wo du siehst, wie die Erschütterungen durch die Gelenke gehen beim Trab, auf Eisen, auf Duplos und auf Barhuf. Und der Duplo reduziert den Schlag um 50% gegenüber dem Eisen. So du hast einfach 50% weniger Arthrose. Und Barhuf, ich sage jetzt eben, Barhuf ist ja, also für mich aus gesehen absolut machbar, wenn die Hufschuhe erprobt sind, aber Das wenn du einen hat sehr viele- langen Ritt machst. Ja, keine Hufschuhe. Und zwar schlichtweg, also Günther Wamser ist mit Hufschuhen unterwegs gewesen. Ja. Aber der Stress, jeden Morgen diese Hufschuhe anzuziehen, jeden Abend runterzunehmen, sauber zu machen und so weiter, du verlierst die Hufschuhe. Und da kommen die Leute zu mir, sie hätten noch nie einen Hufschuh verloren. Und ich garantiere dir, dass du auf dem ersten Ritt mit mir einen Hufschuh verlierst. Spätestens im Sumpf. Und Ich kenn deswegen das. einfach die Situation. Es ist auch nicht schlimm, wenn du alleine oder zu zweit unterwegs bist und die müssen Hufschuh suchen. Aber wenn du 14 Leute hast, die auf dem Grat oben warten, bis du deinen Hufschuh wieder gefunden hast, weil du der Erste oder der Zweite in der Reihe bist, dann wird es einfach ungemütlich für die anderen. Und deswegen, Hufschuhe sind okay für kurze Ritte, für 1, 2, 3 Tage überhaupt kein Problem. Aber wenn es um längere Sachen geht, dann ist der Hufschutz einfach ein notwendiges Übel. Und die europäischen Pferde, die nicht aus Russland kommen oder aus dem Osten kommen, die haben durch ihre Zucht einfach nicht mehr optimale Hufe und müssen deswegen geschützt werden. Ich habe einen Karabach geritten, mit dem bin ich 500 Kilometer um Engadin rummarschiert und der ist barhuf gegangen, die 500 Kilometer. Ich habe nachher beschlagen müssen, weil er im Berg immer auf das rechte Huf runtergesprungen ist. Und dann holt er sich dann irgendwann mal auf einem langen Ritt eine Hufentzündung dort. Ja? Und die Schwierigkeit ist dann, dass du das nicht wegkriegst. Ich habe den nicht dazu bekommen, auf die linke Hand runterzuspringen. Und deswegen habe ich nachher Duplos aufgenagelt und bin mit Duplos unterwegs gewesen. So auf den langen Touren sicher. Das andere von wegen Sattel und Ausrüstung, klar, du wirst nicht einen Wanderreitsattel kaufen, weil du jetzt zweimal auf den Wanderritt gehen willst. So, du nimmst, was du hast. Du schaust halt, wie es dem Pferd geht. Grundsätzlich ist es einfach so, wenn du lange unterwegs bist, und ich rede nicht von 2 Stunden versus 3 Stunden, sondern ich rede von 8 bis 10 Stunden, 12 Stunden am Tag, dann macht der Sattel eben doch einen Unterschied auf dem Rücken von deinem Pferd. Und je mehr Gewicht, das du da oben drauf hast, umso stärker kommt dieser Unterschied zum Tragen. Und wenn ich 120 Kilo darauf packe, weil ich autonom unterwegs bin und komplett alles dabei habe, inklusive Küche und Essen, dann ist es eben notwendig, dass das Zeug auch ordentlich befestigt werden kann. Und dass der Sattel eine Auflagefläche hat auf dem Rücken von dem Pferd, dass dieses Gewicht auch verteilt. Und das ist eigentlich das Problem von jedem Fellsattel, von jedem baumlosen Sattel oder eben auch von einem Dressur- oder Springsattel. Der wurde konzipiert, um zu springen. Und du springst nicht 12 Stunden am Tag. Ja. So, das Konzept von dem Sattel ist ein anderes als von einem traditionellen Sattel, von einem
Arbeitssattel, wie eben der Westernsattel oder irgendein barocker Sattel, um Kühe zu treiben oder irgend so etwas, wo die Leute 12 Stunden im Sattel sitzen müssen. Einmal ist der Sattel viel bequemer, er hält dich viel besser, also du musst viel weniger arbeiten, um die Balance zu halten auf dem Pferd. Und das Zweite ist, dass einfach das Gewicht viel besser verteilt wird auf der Oberfläche vom Rücken vom Pferd. Und wenn wir wissen, dass 200 Gramm, also 2 Tafeln Schokolade pro Quadratzentimeter schon zu Durchblutungsstörungen führen auf dem Rücken vom Pferd, und du sitzt ja nicht gerade auf dem Pferd, du sitzt ja in der Schräge, egal ob 1 cm oder 3 cm, aber du drückst immer einseitig auf den Sattel. Das heißt, wenn du unterwegs bist, belastest du die eine Seite des Sattels grundsätzlich immer mehr als die andere Seite vom Sattel. Und dann hast du diese 200 Gramm pro Quadratzentimeter ganz schnell erreicht. Und dann hast du Druck, was sich nachher zu weißen Haaren führt und so weiter. Und nicht nur ein Problem von den weißen Haaren darstellt, sondern letztendlich das Gewebe stirbt irgendwann mal ab dort. Ja? Und das ist das Problem, was du hast, wenn du lange unterwegs bist mit einem unpassenden Sattel. Also dann, wenn du wirklich eben diese Stunden im Tag machst, die 8 bis 12, plus eben viele Tage, dann nimmst du einen Wanderreitsattel. Auf jeden Fall. Oder ein Westernsattel. Westernsattel, Da Arbeitssattel. ist es nicht so dramatisch. Also ich habe lauter gebrauchte Westernsättel auf meinen Pferden. Aber ich fange natürlich damit an, dass ich auch ein Pferd suche, was eine gleiche Oberlinie hat, eine Standardoberlinie hat, damit ich einen Standardsattel nehmen kann. Ja? Wenn ich halt irgendeinen Exot habe, dessen Oberlinie völlig anders verläuft als bei einem Standardpferd, dann muss ich auch wieder einen Sonderanfertigungssattel haben. Gut, das haben die meisten, denke ich, so einen Maßsattel für ihr Pferd. Ja, natürlich, aber auch, also das Sattelthema ist nun mal einfach ein Thema. Und das Wichtigste ist halt, dieser Sattel muss passen. Ja. Und zwar, der muss dem Pferd passen in allererster Linie, aber er sollte auch mir passen. Ja, ich sollte mich wohlfühlen in diesem Sattel. So, deswegen ein Maßsattel oder zumindest jemand haben, der diesen Sattel prüft, ob der auch wirklich für dieses Pferd geeignet ist und ob er passt. Ja. Du bietest ja verschiedene Touren an, auf der ganzen Welt, sage ich jetzt mal, vor allem auch hier in der Schweiz. Ja, wenn ich jetzt so eine Tour buchen möchte, dann kann ich das ja im Internet bei dir sehen, jedes Jahr, wo du unterwegs bist, wo man sich anschließen kann. Ganz genau. Also auf www.extremetrail.ch findest du die ganzen Angebote. Ich mache 2 Touren in der Schweiz, die praktisch Einsteigertouren sind, wo ich also quasi jeden mitnehme, der ein Pferd hat, das gesund ist und wo die Person selber fit ist. Und was fit sein bedeutet, ist auch detailliert beschrieben. So, du kannst dir selber ein Bild machen von den Anforderungen, die gestellt werden. Und auf diesen Ritten hast du deine Erfahrung in der Erweiterung deiner Komfortzone. Das ist im Grunde genommen, worum es geht. Es sind alpine Ritte, es sind Hochgebirgsritte. Das eine ist die Via Sprinz, wo wir auf einer 3000 Jahre alten Strecke reiten. Zum Teil finden wir die Arbeiten der Römer noch in den Fels gehauen und so weiter, wo wir von der Nähe von Luzern bis nach Italien runterreiten und dann wieder zurück in die Schweiz. Und das andere ist der Circolo Engadina, wo wir dieses Jahr das erste Mal jetzt eine 8-tägige Tour machen in Graubünden. Dann die anderen Touren sind darauf aufgebaut. Also wenn unsere Rittführer eben sehen, dass du fit bist und dass du mit deinem Pferd klarkommst, dann steht auch nichts im Wege, dass du die nächste höhere Anforderung, wie zum Beispiel die Bernina Trail, mitmachst. Und dann der Unterschied dort ist, wir haben da keinen Trotzer dabei, also du musst dein eigenes Gepäck auf deinem eigenen Pferd mitbringen. Bis hin zu den A-Ritten, wo wir dann eben in Argentinien, in der Mongolei oder in den Dolomiten in Italien unterwegs sind, wo wir komplett autark unterwegs sind, also wo wir Zelt dabei haben und Soundzeugs für die Pferde dabei haben auf dem Pferd, wo dann das richtige Abenteuerritte sind, wo dann die Komfortzone wirklich ein bisschen weiter draußen ist.
Aber dort fängt für mich Leben erst an. Ja? Also, wenn wir Extreme Trail Kurse machen bei mir in Schaffhausen, dann geht es eben genau darum, dass Leben anfängt dort, wo die Komfortzone aufhört und dass die Leute lernen dürfen, mit ihrem Pferd diese Komfortzone zu erweitern und einfach sehen dürfen, was ihr Pferd überhaupt kann, wozu es fähig ist. Weil wir hier in Europa die Tendenz haben, unsere Pferde absolut zu unterschätzen. Also wir trauen denen gar nichts zu. Ja? Und ich weiß halt einfach aus meiner Erfahrung mit zigtausend Kilometern und zig verschiedenen Pferden, dass Pferde einfach viel, viel leistungsfähiger sind, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und das ein bisschen aufzutun, das ein bisschen aufzudröseln, den Leuten zu sehen, wie fit und wie gut ihre Pferde wirklich im Gelände zurechtkommen, das ist ein Teil von dem, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe. Ja. Weil das ist, was es nachher braucht, wenn du draußen unterwegs sein willst. Ich denke auch eben so die Erlebnisse, die Dinge, die man zusammen quasi erreicht und die Komfortzone, die man verlässt und erfolgreich absolviert. Also man muss ja, sage ich mal, erfolgreich absolvieren, die nächsten Hürden. Genau. Das schweißt zusammen, das bildet Selbstvertrauen in dir, im Pferd. Absolut. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, raus in die Natur. Absolut. Also meine Erfahrung ist halt, Pferde und Wanderreiten, das gehört zusammen. Ja, alles andere, was wir mit Pferden machen, ist auch okay, kann man auch machen. Aber dort, wo die Pferde wirklich zu Hause sind, ist, wenn sie unterwegs sein dürfen. Ja. Das ist das, wofür Gott Pferde kreiert hat letztendlich. Und meine Pferde, die stehen vorne am Tor und sagen so quasi, hey, mir ist langweilig, wann geht's wieder los? Ja, bist du endlich da und packst dein Zeugs und können wir losmarschieren. Ja. Und das ist eigentlich dort, wo auch dann dieser Teamgeist entsteht, wo du weißt, dass du auf dein Pferd angewiesen bist, aber das Pferd dir so sehr vertraut, dass er vor dir den Berg hochklettert, in unwegsamen Gelände, über Felsen und so weiter. Du kletterst hinterher und er wartet oben auf dich, weil er nicht weiß, wo es weitergeht. Ja. Ja, da erlebst du ja unglaublich schöne Dinge, wenn du so viel unterwegs sein kannst, das quasi als Berufung machst. Und ja, da spielt ja die mentale Bereitschaft auch eine große Rolle. Absolut. Und die meisten Leute heute haben Angst vor der Angst. Ja? Also die wollen nicht in eine Situation hineinkommen, wo sie Angst haben müssen. Ja? Ist ja normal. Das ist völlig normal. Und Angst ist auch nicht etwas, was du wegdiskutieren kannst. Du hast Angst und das ist wie ein Muskel. Du hast eine Muskulatur, du hast einen Muskel. Angst ist nichts anderes als ein Muskel. Jetzt die Frage ist, wie gehe ich damit um? Was mache ich mit diesem Muskel? Arbeite ich diesen Muskel? Stärke ich diesen Muskel? Oder ignoriere ich diesen Muskel? Will ich nichts damit zu tun haben? Und das sind so die zwei Probleme, die wir haben, dass das Pferd mit dieser Angst ganz anders umgeht als du und sehr sensibel ist im Bereich Angst. Ich sage immer, also der riecht die Angst, die du hast, aus 2 Meter Entfernung. Und da hat er gar kein Problem mit, weil das ist seine Natur. Und deswegen ist eines der Probleme, die das Reiter heute haben, ist, dass sie haben Angst, diese Angst überträgt sich aufs Pferd, das Pferd fängt an zu reagieren auf die Angst und das löst weitere Angst aus im Reiter. Ja? Und dann hast du eine Spirale, die in die verkehrte Richtung geht. So. Eines der Dinge, die wir am Extreme Trail üben, ist eben genau das, dass du deine Angst überwinden kannst, dass du mutiger sein kannst. Und indem du Schritt für Schritt mutiger wirst, wird dein Pferd mutiger. Es hat weniger Angstsituationen, es vertraut dir mehr. Weil du mutiger bist, ja. Weil du mutiger bist. Und Genau. so entsteht eben ein Kreis, der in die andere Richtung geht. Ja? Eine Spirale, die in die andere Richtung dreht, wo du immer mutiger wirst. Dein Pferd wird immer selbstbewusster, immer mutiger. Und es macht immer mehr Spaß, weil du die Herausforderungen, die vor dir sind, immer größer werden können. Ja. Ich habe ja nichts anderes gemacht. Ich bin ja nicht vom Himmel gefallen, habe das alles gewusst. Ich bin einfach mit meinem Pferd losmarschiert und habe festgestellt, er hat Schiss vor irgendwas. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie kann ich ihm helfen, das zu überwinden? Ja? Und habe dann mich selber anschauen müssen und sagen müssen, ja, du hast ja auch Schiss. Was machst du, um deine Angst zu überwinden? Ja? Und so letztendlich sind wir da gemeinsam gewachsen, bis hin, wo ich einfach gesehen habe, hey, der hat kein Problem, der klettert da eine Felswand runter, wo ich nicht runter will. Ja? Und wo ich mich freue, dass er gesund unten ankommt. Ja?
Aber das hat damit zu tun, dass ich angefangen habe zu sehen, okay, ich muss meine eigene Angst überwinden, wenn ich meinem Pferd helfen will, mutiger zu werden. Ja. So, es fängt immer bei uns an. Und das ist auch etwas, was ich eben einfach sehe auf diesen Ritten, wenn ich Gäste dabei habe. Dann geht es darum, dem einzelnen Reiter helfen zu können, seine Komfortzone auszuweiten. Weil im alpinen Gelände ist es nun mal einfach so. Da hast du unvorhergesehene Situationen, die dir Angst machen können. Ja? Oder wo du plötzlich sagst, ja, es geht hier nicht weiter. Ja? Und das ist dort, wo dann der Otto-Normalreiter umkehrt und wieder nach Hause geht oder was immer. Und das ist dort, wo ich sage, nee, umkehren gibt es nicht. Ja? Also es geht immer irgendwie weiter. Du musst nur das Loch finden, durch das du hier rauskommst aus der Situation. Und das ist ein Teil davon, was das Wanderreiten mir beigebracht hat, dass es Umkehren gibt nicht. Es geht immer irgendwie weiter. Wir müssen nur einfach sicherstellen, dass es gesund weitergeht, dass es nicht schwieriger wird oder nicht zu irgendwelchen Problemen führt. Aber Angst führt zu Problemen, wenn diese Angst unkontrollierbar ist. Dann hast das Pferd, kriegt Panik und dann passieren die Unfälle. Und wenn wir das eben in den Griff kriegen, dann haben wir ein großes Problem für uns schon mal auf die Seite gelegt. Das ist definitiv so. Jetzt vielleicht, mich nimmt jetzt Wunder, wenn du auf einem Ritt bist und du hast 10 verschiedene Leute, du hast eine Brücke und jetzt für jemanden ist diese Brücke vielleicht aus der Komfortzone machbar, ein bisschen aus der Komfortzone kommen und quasi aber noch machbar und für vielleicht die dritte Person viel zu viel. Also die Komfortzone ist da und die Brücke ist da. Du musst ja auch individuell auf die Leute eingehen, aber du willst diese Brücke überwinden. Du willst dort durch, du willst dahin, auf diese Seite. Wie machst du das? Also ich habe ein klassisches Beispiel dafür. In Engadin gab es eine Brücke, wenn wir diese Brücke nicht machen können, müssen wir 8 Stunden zurückreiten. Ja. So, wir müssen über diese Brücke, es gibt gar keine Diskussion. Die Brücke ist aber nicht so, dass die Leute begeistert sind, drüber zu gehen. Und ich habe anfangs einmal die Situation gehabt, dass eine Frau gesagt hat, mein Pferd geht nicht über diese Brücke. Und ich habe gesagt, du, dein Pferd geht über die Brücke. Ob du über die Brücke gehst, da bin ich mir nicht sicher. Ja. Aber wir müssen darüber. Es bleibt gar nichts anderes um. So, alle Pferde waren drüben, sie und ihr Pferd waren nicht drüben. Ja. Und sie hat sich geweigert, über diese Brücke zu gehen. Ja. Ich habe dann am Schluss ihr Pferd genommen, habe ihr Pferd über die Brücke geführt und dann war der Gruppendruck dann doch groß genug, dass sie sich auch überwinden konnte, über die Brücke zu gehen, bevor ich sie geholt habe. Ja, sie ist nachher freiwillig rüber. Im Berg ist es manchmal einfach so, du musst dich überwinden. Es gibt gar keine andere Lösung für das Problem. Aber die Schwierigkeit ist sehr oft, dass Leute haben Angst vor irgendeiner Situation. Diese Angst überträgt sich aufs Pferd und deswegen geht das Pferd nicht über die Brücke. Wenn ich das Pferd nehme, geht das Pferd über die Brücke. Ja, weil ich diese Angst nicht auslöse, sondern dem Pferd vertraue und dann geht das Pferd über die Brücke. So, es hat sehr oft damit zu tun, dass einfach der Besitzer eine andere Perspektive nehmen muss für das Problem. Und einen Teil davon sehe ich auch als meine Aufgabe, dass ich Leuten helfe, diese Art von Probleme zu überwinden. Und ich habe ein Beispiel von einer Dame, die an jeder Brücke abgestiegen ist, das Pferd gerade gerichtet hat und 30 Sekunden gebraucht hat, bevor sie sich dann getraut hat, über die Brücke zu gehen. Und ihr Argument war genau das gleiche, mein Pferd braucht das. Und ich habe gesagt, nein, dein Pferd braucht das nicht, du brauchst das, damit du dich getraust, über die Brücke zu gehen. Und wir hatten richtig Streit in der Situation. Sie musste dann über diese Brücken gehen und hat aber 3 Monate später mir ein SMS geschickt, sie sei mit ihrem Freund jetzt unterwegs nach Marseille, ja, mit dem Pferd. Und das hätte sie nie gemacht, wenn ich sie nicht gezwungen hätte, über diese Brücken zu gehen. Ja. Und das ist dort, wo ich eben einfach sage, manchmal brauchst du einen Büchsenöffner, um eine Büchse aufzumachen. Wozu reden nützt dann nichts mehr. Ja. Und das ist das eigentlich, worum es letztendlich dann auch geht, den Leuten zu helfen, einfach diese Angst zu überwinden, diesen Mut zu finden, sich selber zuzutrauen, dass man etwas machen kann. Aber wie gesagt, man kann ja klein anfangen. Absolut. Ja. Ja. Und es muss niemand das machen, was ich mache. Wenn Leute happy sind, zum Nachbar rüber zu reiten und zurück, wunderbar. Ja, überhaupt kein Thema. Ist vielleicht ein Anfang. Genau. Ja. Ja.
So, diese Dinge sind die Anliegen, die mir wirklich am Herzen liegen, dass wir wirklich unseren Pferden was zutrauen und dass wir verstehen, dass unsere Angst ein Problem für die Pferde darstellt, für das Pferd darstellt. Ja. Die Welt wäre ein sicherer Platz für die Pferde, wenn wir das verstehen würden und umsetzen würden. Ja.